Hallo Leute! Wie ihr mich kennt, zumindest diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, sind mein Mann, mein Hund und ich vor fast 6-7 Monaten nach Deutschland eingewandert. Eine der Krisen, mit denen viele Auswanderer zu kämpfen haben, ist das Gefühl oder die Angst vor Einsamkeit. Deswegen habe ich beschlossen, heute über dieses Thema zu sprechen und ich werde euch auch ein paar deutsche Wörter und Ausdrücke beibringen. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese, Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber wie ich gesagt habe, wohne ich hier in Deutschland. In diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön! Okay, zuerst möchte ich sagen, dass die Wörter einsam und allein unterschiedlich sind. Allein zu sein bedeutet einfach, dass niemand sonst da ist. Es bedeutet nichts Negatives. Wenn mein Mann auf der Arbeit ist, bin ich allein zu Hause. Das ist alles. Aber sich einsam fühlen hat eine negative Bedeutung. Es bedeutet, dass man mit der Situation des Alleinseins nicht zufrieden oder glücklich ist. Zum Beispiel, wenn manche Auswanderer allein nach Deutschland kommen, fühlen sie sich am Anfang vielleicht einsam, weil sie plötzlich weit weg von ihren Freunden und ihrer Familie sind. Ich liebe meine Eltern sehr. Und ich bin Einzelkind, Ich hoffe, dass sie ein gutes Leben haben und natürlich vermisse ich sie sehr. Nicht nur meine Eltern, sondern auch meine Freunde und andere Familienmitglieder. Wir haben uns früher jede Woche mit Freunden getroffen und ich vermisse diese Erinnerungen sehr. Jetzt leben mein Mann und ich weg von all unseren Freunden in unserem Heimatland. Und ich arbeite von zu Hause aus und verbringe viel Zeit allein zu Hause. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Genau darüber möchte ich heute sprechen. Wie ich damit umgehe, von meinen Freunden und meiner Familie getrennt zu sein. Ich bin keine Expertin oder Psychologin. Ich werde euch nur von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Okay, Nummer 1. Ich bin mit meinem Mann ausgewandert. Ich hatte das Glück, mit meinem Mann auszuwandern. Er ist eigentlich mein bester Freund. Er ist die wichtigste Person in meinem Leben und er ist jetzt meine Familie. Mit ihm fühle ich mich nicht einsam. Wir verbringen viel Zeit zusammen und das hilft sehr. Ich glaube, als Paar auszuwandern, mit oder ohne Kinder, ist besonders am Anfang viel einfacher. Nummer 2, meine kleine süße Hündin. Sie weiß es vielleicht nicht, aber sie hilft mehr, als man sich vorstellen kann. Wenn mein Mann arbeitet, bin ich mit ihr zu Hause. Sie ist so süß. Ich rede mit ihr, ich spiele mit ihr. Wir gehen jeden Tag in den Park, wir gehen zusammen in Cafés. Sie ist wirklich ein Geschenk. Gott soll allen Hunden ein langes, gesundes Leben geben. Also ja, ein Haustier zu haben, hilft wirklich sehr. Und ich denke, Eltern werden mir zustimmen. Wenn man jemanden hat, um den man sich kümmern muss, fühlt man sich weniger einsam. Nummer 3. Ich versuche, Freunde zu finden. Einige Leute sagen mir, dass es schwer ist, in Deutschland Freunde zu finden. Ja, es kann schwierig sein,
Aber ich glaube, Auswanderer müssen ein bisschen mehr Initiative zeigen. Wir sollten Gespräche mit Deutschen nicht vermeiden. Wer weiß, vielleicht kann ein Nachbar, ein Kollege oder ein Typ aus dem lokalen Café ein guter Freund werden. Ich versuche mit Leuten zu sprechen und bisher habe ich einige wunderbare Menschen kennengelernt, die zu meinen Freunden geworden sind und mir helfen, mich in die Gesellschaft zu integrieren. Ich empfehle auch, an Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen Menschen aus dem eigenen Heimatland dabei sind. Zum Beispiel Konzerte. Wir waren einmal auf dem Konzert eines iranischen Sängers und es hat sich nicht nur so angefühlt, als wären wir wieder im Iran, was mir ein tolles Gefühl gegeben hat, sondern mein Mann und ich haben dort auch ein nettes iranisches Paar kennengelernt. Solche Treffen, Events und Konzerte können sehr hilfreich sein, um Freunde zu finden. Nummer 4. Aktiv bleiben. Ich glaube, wir alle sind aus einem bestimmten Grund ausgewandert. Die meisten von uns wollen Fortschritte machen, unsere Träume verfolgen und unsere Ziele erreichen. Deshalb ist das Wichtigste, aktiv zu sein und die Dinge zu tun, die wir lieben. Geld verdienen, sparen, unsere Ziele erreichen, Deutsch lernen, um mehr Möglichkeiten in diesem Land zu haben und sich besser zu integrieren, unseren Hobbys nachgehen. Ja, das alles hilft. In einem meiner früheren Vlogs habe ich euch erzählt, dass ich mich ein bisschen verloren fühle. Wisst ihr, was mir geholfen hat? Ich habe meine Ziele aufgeschrieben und sie priorisiert. Jetzt weiß ich viel klarer, nicht ganz klar, aber viel klarer, was ich tun sollte und was meine Ziele sind. Es hilft wirklich. An Tagen, an denen ich viel zu tun habe, habe ich keine Zeit, traurig zu werden oder mir Dramen über meine Familie und Freunde auszudenken. Es ist sehr wichtig, beschäftigt und fokussiert zu bleiben. Nummer 5. Die Abende sind am schwersten. Geht es euch auch so? Abends haben wir mehr Freizeit und dann fangen wir an, über die Vergangenheit nachzudenken oder unser Heimatland zu romantisieren. Deshalb finde ich es wichtig, auch für den Abend Pläne zu haben. Mein Mann und ich schauen Filme und Serien. Ihr habt das bestimmt in meinen Daily Vlogs gesehen. Das hilft auch sehr. Aber nach allem, was ich gesagt habe, muss ich zugeben, dass ich mich natürlich trotzdem manchmal einsam fühle, traurig werde und meine Familie, meine Freunde und mein Heimatland sehr vermisse. Besonders in diesen Tagen, in denen mein Land eine schwierige Zeit durchmacht. Aber wir müssen stark bleiben. Die Distanz ist für uns alle und auch für unsere Familien natürlich schwer. So ist das Leben eben. Voller Herausforderungen, aber man muss weitermachen. Das waren also einige meiner Erfahrungen, die euch vielleicht helfen könnten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch andere Tipps habt. Das könnte mir oder anderen Auswanderern helfen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr ein paar neue Wörter gelernt habt, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Danke fürs Zuschauen und tschüss! Bis zum nächsten Video!